Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 5 und hinter Nummer 5 versteckt sich ganz leckere Nougat-Kringel und die schmecken wie vom Bäcker. Los geht's! Für diese Nougat-Kringel braucht ihr 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, ein Ei, 100 Gramm Zucker, 200 Gramm kalte Butter und 3 Esslöffel Sahne. Dann für die Nougat-Creme braucht ihr 450 Gramm Nougat, das kriegt ihr in jedem gut sortierten Supermarkt, und 2 Esslöffel Butter. Dann noch für die Verzierung ganze Haselnüsse oder Mandelsplitter, je nachdem, was ihr gerne haben wollt. Ihr könnt auch beides nehmen. Und dann noch 400 Gramm Kuchenglasur. Ich hatte Vollmilch, ihr könnt aber auch Zartbitter nehmen. Ja, los geht's. Ich habe jetzt hier schon einen fertigen Plätzchenteig. Das ist mein Standard-Plätzchenteig, den ich unheimlich gerne nehme. Ich habe auch schon ganz viele Plätzchen damit gebacken. Lauter verschiedene natürlich. Schaut einfach mal in meine Weihnachtsplaylist. Da findet ihr ganz viele Plätzchen mit diesem Plätzchenteig. Denn den kann man wunderbar variieren, dazugeben. Also der ist wirklich, wie sagt man so, Universalteig ist es. Also da kann man wirklich sehr viel machen. Deswegen, ich zeige ihn euch jetzt auch nicht, wie ich ihn zubereite, denn in den letzten Videos habe ich es euch schon ein paar Mal gezeigt. Aber wer jetzt da nicht nachschauen möchte, einfach die ganzen Zutaten von dem Teig in eine Schüssel geben, zu einem Teig verkneten und dann noch so 1 bis 2 Stunden kühlen und dann habt ihr auch so einen Teig. Der Teig kommt auf eine saubere Arbeitsfläche, ein bisschen Mehl drauf geben und dann wird der Teig ausgerollt. Und zwar gut 1 Zentimeter, denn ich möchte schon schöne, dicke Kekse. Dann hatte ich hier jetzt so einen Dessertausstecher, der hatte einen Durchmesser von 8 Zentimeter. Ihr könnt aber auch ein Glas nehmen, also ihr braucht jetzt deswegen nicht loslaufen und euch einen kaufen. Und wer mag, kann auch diese Kringel kleiner machen. Aber ich wollte so richtig schöne, große Kringel, so wie man es kennt vom Bäcker. Dann braucht unser Kringel in der Mitte ein Loch. Das, was ihr da hinten seht, das war für mich zu klein. Deswegen habe ich dann doch meine Spritztülle genommen und einfach in die Mitte gelegt und drauf gedrückt. Und dann war in der Mitte ein Loch drin. Ja, und das machen wir jetzt mit dem ganzen Plätzchenteig. Die kommen dann auf ein Backblech mit Backpapier. Den Ofen müsst ihr vorher auf 170 Grad natürlich vorheizen, Ober-Unterhitze. Und da dürfen sie 5 bis 8 Minuten backen. Sie sollen ein kleines bisschen bräunlich werden. Aber aufpassen, nicht zu lang drin lassen, denn die verbrennen unheimlich schnell. Die lassen wir auskühlen nach dem Backen. Und hier habe ich jetzt mein Nougat mit der Butter. Das habe ich 30 Sekunden lang in die Mikrowelle getan. Ich habe gedacht, ich kann es vielleicht mit dem Löffel vermengen, aber nein, es ging nicht so wirklich. Deswegen habe ich es dann mit meiner Küchenmaschine gemacht. Und jetzt habt ihr das gesehen, schaut auch viel besser aus. Die Nougatmasse kommt dann in einen Spritzbeutel mit Sterntülle oder Lochtülle. Das ist eigentlich egal, weil man sieht es dann sowieso nicht. Und dann wird auf jeden Keks Nougat gespritzt, und zwar den Kreis entlang. Wie viel Nougat ihr da drauf haben wollt, das bleibt euch selbst überlassen. Also ich würde wirklich nicht zu viel drauf geben, denn Nougat ist schon heftig, ne? Also für die Figur sind diese Kekse nichts. Ja, und das machen wir dann ebenfalls mit den ganzen Kringeln. Achtet bitte darauf beim Nougat, dass es nicht zu flüssig wird. Also das muss man wirklich nur minimal erhitzen, dann zerläuft es schon. Also da müsst ihr echt aufpassen. Und sollte es zu weich werden, müsst ihr es einfach wieder stehen lassen, damit es wieder fester wird. So, ich habe jetzt 2 verschiedene gemacht. Hier hatte ich jetzt einmal Mandelsplitter. Die kommen einfach oben drauf aufs Nougat. Was wichtig ist, auch ein bisschen andrücken, denn wenn man sie dann später in die Schokolade taucht, kann es nicht passieren, dass sie wieder runterfallen. Deswegen gut festdrücken. Und dann passt die Sache. Die zweite Variante von mir waren dann ganze Haselnüsse. Und ich muss auch sagen, das war die beste. Also die schmeckt wirklich lecker mit so ganzen Haselnüssen. Und es sieht dann auch wirklich schön aus. Wobei das mit dem Mandeln auch gut ausschaut. Das seht ihr jetzt dann zum Schluss. Die Haselnüsse fest andrücken. Ihr könnt auch ganze Mandeln nehmen. Ihr könnt es auch mit Walnüssen probieren. Also ich denke, also da muss der Keks schon groß sein mit den Walnüsse, weil das ist ja auch eine große Nuss. Aber das schaut bestimmt dann auch cool aus, wenn dann noch so eine Schokoglasur drüber kommt.
ja, festdrücken und dann machen wir das erstmal mit den ganzen Keksen. Jetzt habe ich hier meine Glasur. Die schmelzt bitte nach Packungsanleitung. Achtet bitte darauf, dass sie nicht zu schwer ist. Man sieht es hier, das ist eine ziemlich schwere Kuchenglasur gewesen. Ich hätte ein bisschen Fett reintun sollen. Dann wäre es ein bisschen geschmeidiger geworden. Denn wenn die Kuchenglasur zu fest wird oder zu schwer, dann kann es passieren, dass die beim Eintauchen die Nüsse wieder runterzieht. Das ist mir passiert. Ja, und jetzt tauchen wir einfach unsere Kringel bis zum Keks da hinein. Legt euch auch gleich ein Backpapier parat. Also lasst Schokolade immer auf dem Backpapier trocknen, denn dann bekommt es am leichtesten weg. Und so sahen sie dann aus. Hier ist einer. Der ist jetzt mit Mandelsplitter. Der sieht doch total schön aus, oder? Das erinnert doch fast ein bisschen an einen Adventskranz. Also man könnte jetzt auch noch dekorieren mit Zuckerstreusel und sowas, aber das müsst ihr dann machen, wo die Schokolade noch warm ist. Also noch nicht fest ist. Ja, und hier ist einer mit Nuss. Also die waren beide lecker. Mir waren sie aber noch ein kleines bisschen zu langweilig und deswegen, ich habe hier meine Lieblings-Schoko, Kaffee, Eis, Glasur. Da habe ich dann einfach so Streifen noch drüber gespritzt, gedrückt und das nochmal kurz fest werden lassen und dann waren sie fertig. Und ich muss sagen, das sind so leckere Kringel. Aber wie gesagt, das ist wirklich nichts für die Figur durch das Nougat, die Nüsse und dann auch noch der Keks. Aber zu Weihnachten geht es schon mal. Diese Nougat-Kringel halten, wenn ihr sie gut lagert und zwar dunkel und kühl, locker 2 Wochen. Aber wie gesagt, ich will euch das jetzt nicht versprechen, denn es ist bei jedem unterschiedlich. Aber 2 Wochen dürft ihr eigentlich schon hinhauen. Ja, und hier zerbreche ich einen. Sowas von lecker. Also, wenn die auch so groß sind, könntet ihr auch wunderbar schön einpacken und verschenken. Ja, das war's dann auch von mir. Das war das 5. Türchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.